Wow, wow, Halleluja. Das ist nicht der Weg, du. Es ist mal wieder spannend hier. Jetzt du. Einfach nichts davon sieht aus, als sollte man hier sein. Ich würde sagen, da lang. Oh nee, da sieht besser aus, ja. Sollen wir mal einmal checken? Oh, naja, dann links, oder? Ups. Ah. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Das war richtig sad. Jetzt nochmal. Oh, shit. Okay, wir Alle schaffen guten es. Dinge sind 3. Ja. Hello, hello. It's been a long time and I'm at the mountain again. It's finally spring. The last time I recorded it was so very, very cold and we had snow. The last couple of days it's been amazing weather here in Seoul and I'm gonna explore a totally new path today. I'm meeting another YouTuber girl from Germany today and she's gonna show me around. I'm standing here right now at the... Let me read it. It's a kinda a complicated word to say. 건설 환경 종합 연구소. So a research center. This is probably the most late hike I'm ever gonna attend. It's already 2 p.m. I'm excited though because that means we are going with the sunset down. Anyways, it's gonna be amazing because the weather is gorgeous. It's totally warm and I'm really sure I'm gonna sweat a little bit. By the way, I've got new shoes. It's their debut today for the mountain. These are my new trail running shoes. They are super comfy so far and I pinned them up with some hair clips because they're just black and that's not so my style, but I also don't want my shoes to be dirty. Samsung-san, 도착. Hahaha. Ich bin so verwirrt, weil hier steht Gukibong. Naja. Gukibong. 도착! Das ist einfach nur eine Bezeichnung für, hier ist eine Flagge. Ich glaube, da gibt es mehrere. So. Ah, du bist der Gukibong. Deshalb habe ich so oft gesehen. Ja, genau. Wir haben es jetzt auf den Gukibong, auf dem Samsung-san geschafft. Das ist Remy. Remy war meine Wanderpartnerin für heute und wenn ihr wissen wollt, wie dieser ganze Weg nach oben ablief, schaut unbedingt zuerst in ihr Video rein. Es war so lustig. Ich habe so eine Wanderung noch nie gemacht. Also der Hochweg ist auf jeden Fall schon mega abenteuerlich. Haben uns schon 3-mal verlaufen. Wir haben jetzt bestimmt schon so zum 15. Mal auf die Karte schauen müssen. Ist ein Wildschwein hier? Ich kann es auch immer nicht glauben. T-Way, da habe ich ja nicht so gute Erfahrungen mit. Siehst du da auch diese Stahlseile? Was ist da? Das ist sehr, 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 sehr spannend. Das ist echt nichts für Leute mit Höhenangst. Meine Herren, ich glaube, es ist hier... Oh, was ist denn das schon wieder? Here we go. Ein bisschen länger gedauert als geplant zumindest. Absolut. Aber Aber wir okay. essen jetzt erstmal. Was hast du zu essen dabei? Ich habe Kimbab dabei und Kekse. Oh, lecker. Ich habe noch meine Frühstückswaffeln. Sehr schön. 4:30 Uhr, nicht erst Mittag. Ich hasse es, wenn man wandert so im Sitzen. Weißt du? Eigentlich ist es nur noch ein So soll Runterrutschen. es nicht sein. Ich weiß nicht, ob das koreanische Wort Dungsan Ja. nicht eigentlich das Wort für Po-Rutschen ist. Also ich glaube, manche machen es uns auch schwerer, als es müsste. Weil Also ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, dass wir beides 2 deutsche Mädels sind, die eigentlich so vom selben Hintergrund kommen, so aus dem Filmbereich und hier einfach jetzt in Korea ein Leben aufgebaut haben. Und wir wandern zusammen. crazy. Also die Welt ist eigentlich echt schon sehr klein. Das stimmt. Okay, essenstechnisch. Ja. Du hast mir ja vorhin auch schon gesagt, so Kuchensachen, Schokoladen, das vermissen wir beide. Ja. Also kann ich jedem empfehlen, wenn er mal nach Deutschland kommt. Gibt sehr guten so Haselnusspudding. Den vermisse ich sehr. Ganz ehrlich, es gibt hier zwar Joghurt, vermisse so richtig Quark. Ach, ja, Quark vermisse ich auch sehr. Weißt du, was ich auch richtig traurig finde? Das hatte ich aber auch genauso in Neuseeland und genauso auch in Kanada. Es gibt hier, also ich mag auch Chips wirklich sehr gerne essen. Und es gibt hier wirklich jeden Geschmack, also Karamell-Popcorn-Chips, so, aber kein Paprika. Und ich finde, Paprika ist so der basic beste Flavor. Warum gibt es das nicht? Stimmt, du hast recht. Ja. Was ich total seltsam finde, Oh. das Popcorn. Popcorn habe ich jetzt noch nicht viel gegessen hier. Also wenn du ja in
Pyeongcham oder auch ganz normal im Kino. Du hast da die Sorte Karamell Ja. und also das normale Popcorn in Deutschland, das ist süß. Ah, und hier ist salzig, ne? Hier ist es salzig. Das finde ich auch komisch. Und wenn es Süßes gibt, dann ist das Karamell. Aber anstatt einfach nur gezuckertes Popcorn. Was wirklich deutlich besser ist. Und ein anderer random Food Fact. Immer wenn ich Burger essen gehe, wenn du halt Burger Pommes, du hast doch da Soßen. Ja, ja, ja. Welche Soße isst du? Ich nehme immer Mayo. Richtig. Ja. Richtig. Wo ist Das die gibt's hier Mayo? nicht. Es gibt nur Ketchup. Ja, das stimmt. Komm on, wer mag Ja. Ketchup? Ich war in Deutschland tatsächlich die letzten 3 Jahre vegetarisch. Das habe ich hier schnell aufgeben müssen. Also ich finde einfach, in Deutschland ist es halt einfach, also es ist halt so einfach vegetarisch zu leben, weil es ist halt egal, ob du im Supermarkt Sachen kaufst, da gibt es sehr viel Ersatz. Oder auch wenn du in jedem Restaurant gibt es halt mindestens irgendwie 2, 3 gute vegetarische Varianten. Also ich meine, es gibt hier auch sehr viel gutes Essen, so das bin ich auch froh, dass ich darauf nicht missen musste. Korean Barbecue ist mein Favorite. Und vor allen Dingen auch in der Anfangszeit, da habe ich halt im Dormitory gelebt, also in der Kibbutz. Und da hatte ich halt nur eine Microwave, deswegen ich konnte auch den genau einen vegetarischen Kimbap, den es da gibt. Oh nein. Also man kann es durchziehen, wenn man wirklich möchte, aber es ist schon schwierig. Also ich glaube, das ist der Weg. Oh mein Gott. Ja, du hast es auch gerade gesehen, oder? Sollen wir einmal gucken, ist das wirklich der Weg ist? Ja. Aber ich denke, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal so. Das sieht man in dem Video gar nicht, wie gefährlich das hier aussieht. Aber es sieht halt so cool aus. Es sieht wahnsinnig cool aus. Es wird sogar noch besser. Es ist schon richtig. Ein Kletterpfad hier. Wir werden zu richtigen Klettereifchen. Aber da vorne sieht es gut aus. Nachdem ich ausgezogen bin aus der... Das ist nicht der Weg, du. Nein. Ich glaube, ein bisschen zurück und da runter. Also, wir können noch springen. Nachdem ich ausgezogen bin aus dem Dorf und meine eigene Küche habe, esse ich auch deutlich weniger Fleisch. Also, weil ich halt mehr selber machen kann. So der Kaffee, so School Cafeteria, so. Selbst wenn das ein Tofu-Gericht ist da meistens trotzdem irgendeine Art von Fleisch drin. So. Also, dass es wirklich ein rein vegetarisches Gericht ist, sehr, sehr selten. Weil die ja hier nicht nach der Begründung Tofu essen, um vegetarisch zu essen. Genau. Aber ich finde das auch schade, weil hier gibt es so viel guten, diversen Tofu und sie nutzen das nicht, um eigentlich Ein halt... bisschen den Fleisch zu reduzieren. Ich war einmal, als ich auf meiner Fahrradtour war in so einem Dorf und da haben wir Essen bestellt und da gab es tatsächlich Tofu-Donkas. Es war so lecker. Wie raus. Also, sieht ein bisschen komisch aus. Wir müssen also zurück. Ich weiß nicht. Also, vielleicht nicht, aber also ich zeig's dir. Ah, Aber guck, die sind einfach so ein bisschen mittig. Vielleicht ist einfach das GPS gerade nicht so ganz. also ich würde einfach versuchen, hier Da, nochmal da. kurz zu gucken. Ja, finde ich auch. Es ist mal wieder spannend hier. Das finde ich so das Theme for the day, würde ich sagen. Ich habe das Wort spannend so häufig noch nie gesagt. Ja, nee. Nee, du. Nee. Aber weil da kommt man doch auch gar nicht runter. Ja. Ach Mann. Aber guck mal, ist es das nicht vielleicht? Es ist einfach nur so witzig, weil wir kommen hier locker überall runter, aber nichts davon sieht offiziell aus. Einfach nichts davon sieht aus, als sollte man hier sein. Oh. Okay, Heike. Okay. You can do it. Or not. Also ich bin jetzt auch nicht die Längste. Das stimmt, du bist schon ein bisschen kleiner als ich, glaube ich. Ja. Also unter den ganzen Deutschen bin ich immer so der Zwerg. Ja. Jetzt du. Cute. Oh. Ja. Sieht bestimmt so unelegant aus. Naja. Like Was gibt es zu essen, was dir empfohlen wird von Koreanern, was du unbedingt mal probieren willst, wo du aber noch so richtig, soll ich? Ich weiß nicht. was ich noch ist, so Raw Beef. So, UK. Ja, also da bin ich doch so ein bisschen, also generell alles, was roh ist, finde ich immer so ein bisschen tricky. Mir wird vor allem in letzter Zeit komischerweise ständig Sundae-guk Das habe angedreht. ich auch noch nicht probiert. Da habe ich auch Semi-Interesse dran. Ich würde sagen, da lang. Würde ich sagen. Oder? Sollen wir mal Ach nee, einmal da sieht checken? besser aus, Sollen ja. wir mal einmal checken? Wir checken mal lieber. Ich vertraue mir heute auch nicht so richtig. Oh, ja, dann links, oder? Ich muss einfach so gar nicht, dann so, okay, ja, dann links, ne? Ups. Okay, wo? Hier? Es ist schon wieder abenteuerlich. Ich glaube,
Wir sollten ein bisschen aufhören zu reden und mal ein bisschen die Map öfter checken. Ja, aber guck mal, das sieht aus dem Weg, oder? Oh, es sieht sehr gut aus eigentlich gerade, wo wir sind. Ich bin stolz auf Wir haben uns. den Weg einigermaßen gefunden. Ich finde den hier eigentlich besser als Quanaxon, weil einerseits weniger Leute da sind und es ist auch ein bisschen mehr Klettern hier, also ein bisschen steiniger. Bei Quanaxon sind mehr Stufen. Das ist hier schon ganz cool. Ja, das habe ich nämlich gedacht, dass Connex dann wahrscheinlich mehr offizieller ist. Und der hier, der war jetzt ziemlich inoffiziell. Ja, also ich glaube auch bei Quanaxon, ich bin den saferen Weg gegangen, weil ich da alleine war. Ja. Da gibt es auch einen, der ein bisschen mehr noch klettern ist, aber ich glaube nicht wie hier. Also hier schon. Angeblich die Direction. Das hatte ich zumindest vorhin gesehen. Ach, die ist auch nicht schön. Oder? Ah ja, hier ist Silbermond. Ja, das ist richtig. Dann da lang. Auf jeden Fall hat es mich voll gefreut, mit dir heute wandern zu gehen. Ja, mich auch sehr. Und heute haben wir uns auch zum ersten Mal gesehen, das wir kennengelernt. Wir werden dann mal noch schauen, ob wir es auch safe nach unten schaffen, bevor die Sonne untergeht. Das war unser Ziel. Dann Remy, danke schön, dass du heute mit dabei warst. Danke, dass du auch gekommen bist. Und falls ihr immer noch nicht den ersten Part gesehen habt, schaut bei Remy vorbei. Schande. Schande, ja. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wie immer, like das Video, subscribt unten. Und ja, folgt für mehr. Bye bye. Bye bye. So, 6,33 Kilometer. Oh, genau, 3 Stunden 28. Also 1 Stunde haben wir jetzt bis hierher runtergebracht. War viel schneller. Aber wir haben es geschafft und die Sonne ist noch nicht untergegangen. Tschüss haben wir schon gesagt. Also jetzt nur noch mal ein ganz schnelles Bye. Wir müssen den Bus finden, wo auch immer wir gerade sind, in welcher Stadt. Es wird noch ein bisschen. Bis wir daheim sind, dauert es noch einen Moment. Wir haben uns ein richtig gutes Süppchen, glaube ich, verdient heute. Ich habe Lust auf eine Suppe. Das ist ja auch wert.